Hallo und herzlich willkommen zurück. In diesem Video werde ich einmal zeigen, wie man ganz einfach mit EasyView 2 seine Dustlight 5 Szenen visualisieren kann. Wenn du das sehen möchtest, bleib dran. Um unsere Szenen in Dustlight zu visualisieren, können wir EasyView nutzen. Um EasyView 2 zu starten, gehen wir einfach in Dustlight 5 direkt auf das 3-Punkte-Menü oben links in der Ecke, auf Tools und den 3D-Visualizer. Wenn ihr euren Patch dann importiert habt, sieht das wahrscheinlich so aus. Da hat man alle Fixtures einfach direkt aufeinander liegend. Ist natürlich wenig hilfreich. Um diese zu verschieben, können wir ganz einfach hier oben in den Bearbeitungsmodus gehen und die einzelnen Fixtures anwählen und ganz einfach auf allen Achsen verschieben. Das kann man jetzt einmal so anordnen, wie man es ungefähr auch in der tatsächlichen Anordnung später hätte. Das werde ich jetzt einmal tun. Wir sehen uns gleich wieder. Die Steuerung in EasyView 2 ist ganz simpel. Mit der linken Maustaste können wir uns drehen und mit der rechten Maustaste können wir die Kamera bewegen. Mausrad zum Zoom und so können wir an jede beliebige Position ganz einfach heran. So, ich habe meine Fixtures jetzt einfach mal alle angeordnet und jetzt werde ich euch zeigen, wie das genau funktioniert. Wir können eine Fixture entweder hier direkt im Viewer anwählen oder wir wählen sie hier in unserer Object-Liste an. Wenn wir das tun, haben wir hier diese tollen Achsen und können unser Objekt, unsere Fixture auf diesen Achsen frei bewegen. Alternativ können wir hier oben auch auf den Rotate-Mode gehen. Wenn wir jetzt eine Fixture anwählen, haben wir hier diese Kreise und können unsere Fixture drehen. Das letzte hier ist Scale, da kann man das theoretisch in alle Richtungen scalen. Wie sinnvoll das ist, ja. Ein weiteres Icon, was wir hier oben in unserer Toolleiste finden, der DMX-Eingang. Wenn wir das anwählen, sehen wir einmal hier genau, auf welchem Kanal welche Signale eingehen. Das ist zum Beispiel fürs Troubleshooting echt hilfreich. Wenn irgendwelche Fixtures nicht genau das machen, was sie machen sollten, kann man hier einmal prüfen, ob alle Signale richtig gesendet werden. Außerdem haben wir oben noch Snap to Grid. Wenn wir eine Fixture anwählen, sehen wir hier dieses Grid. Das Objekt snappt dann immer zum nächsten Punkt auf diesem Grid. Oder wir machen Snap to Object, das ist ziemlich hilfreich, wenn wir zum Beispiel an Traversen anbauen. In unserem Fall jetzt gerade aber nicht so relevant. Die anderen wichtigen Icons hier, einmal vom Build View in den Live View. Dieses Icon ist super hilfreich, wenn wir es anklicken, ist EasyView 2 immer im Vordergrund, selbst wenn wir in einer anderen App arbeiten. Wenn wir also nur einen Bildschirm haben, können wir EasyView klein über das Light legen und so beim Programmieren direkt visualisieren, obwohl nur ein Bildschirm vorhanden ist. Das letzte Icon sind die Einstellungen. Hier können wir einmal unsere Stage Size einstellen, unser Grid Spacing, das Snapping. Zum Patch können wir hier einmal einstellen, ob beim Patchen automatisch die 2D-Position der Fixtures importiert werden sollen. Ist eigentlich nicht so relevant, da wir uns das wahrscheinlich sowieso alles neu aufbauen müssen und schön zurechtlegen müssen. Dementsprechend kann man es auch einfach einmal von Grund auf bauen, die Datei speichern und dann immer wieder so öffnen. Hier haben wir noch ein paar Qualitätssettings. Wir können einmal die Renderqualität einstellen, wir können Schatten an- und ausmachen und Kantenglättung an- und ausmachen. Oben rechts finden wir dann noch die Visual Settings. Da haben wir zum einen Umgebungslicht, was wir hier heller und dunkler machen können. Die Helligkeit der Beams.
die derzeit aus sind. Und Nebel, was man auch gleich sieht, wenn die Beams an sind. Genau, ich habe jetzt einfach mal meine Haarscheinwerfer angemacht und hier können wir jetzt sehen, was passiert, wenn wir die Beams heller und dunkler machen. Relativ selbstverständlich. Und wir können auch sehen, was passiert, wenn wir mehr Nebel, weniger Nebel machen. Damit kann man dann relativ gut visualisieren, wie das später mit wie viel Nebel alles aussieht. Natürlich ist es nicht absolut detailgetreu und es wird nie genauso aussehen wie im Programm, aber für ein kostenloses Programm ist es auf jeden Fall ausreichend. Hier rechts haben wir dann noch unsere Object-Liste. Die wurde eben schon kurz angesprochen. Hier haben wir einige Sachen. Zum einen haben wir alle unsere Fixtures hier. Zum anderen können wir hier Scene Objects hinzufügen. Wir haben hier einmal unseren Boden, unsere Rückwand, die Wand vorne, Left, Right, Top. Wir können jetzt hier aber auch noch ein 3D-Object importieren. Dann öffnet sich hier die Library von EasyView 2 und hier gibt es schon ein paar einfache Sachen. Zum Beispiel bei People kann man einfach eine Person importieren für den Scale, damit man ein bisschen sehen kann, wie groß das eigentlich alles ist und wie das ungefähr aussehen würde, wenn da später eine Person mit drin steht. Des Weiteren gibt es hier Traversen zum Importieren. Da gibt es von einigen verschiedenen Marken sehr, sehr viele verschiedene Traversenstücke. Kann man sich einfach mal durchklicken, gucken, ob man tatsächlich genau das hat. Ansonsten ein Alternativprodukt nehmen, um ein bisschen zu visualisieren, wie das aussehen sollte. Und wir können auch Tonsysteme oder Dekorationen hinzufügen. Wenn man genug Zeit hat, kann man sich hier also eine tatsächliche Bühne aufbauen. Würde ich nicht unbedingt empfehlen, weil es nicht für die Bühnenplanung nicht das beste Programm ist. Und für die einfache Visualisierung reicht es auf jeden Fall, nur die Fixtures da zu haben oder gegebenenfalls noch ein Traversenstück. Das letzte Menü im Build-View ist hier unten einmal Eigenschaften, Geräte und Position Wizard. Hier können wir zu unseren einzelnen Objekten die Eigenschaften ändern. Zum einen den Namen, aber auch die genaue Position, Skalierung, Größe und ähnliches. Für zum Beispiel die Wände können wir wie hier einmal auch Farben ändern oder auch Texturen auflegen. Wie man hier sieht, kann man auch ganz einfach eine Backsteinmauer als Textur hinzufügen. Ich mache das hier hinten nochmal zum Visualisieren. Wir nehmen uns einmal die Rückwand und können hier dann eine der gegebenen Texturen auswählen. Wand, zum Beispiel diese hier. Wunderschön. Und dann haben wir diese Textur. Geräte ist dann für die Fixtures relevant. Hier können wir nämlich prüfen, ob die DMX-Adressen richtig eingestellt sind. Außerdem können wir hier Pan und Tilt invertieren. Für zum Beispiel Theaterpaars kann man hier auch noch einen Filter vorlegen. Wenn also nicht alle Eingaben von Dustlight so funktionieren, wie sie funktionieren sollten, am besten einmal hier gucken, ob Universum und DMX-Adresse so sind, wie sie sein sollten. Und das war's auch schon. Genau so kann man hier ganz einfach seine Fixtures visualisieren und beim Programmieren sehen, was man genau eigentlich macht und was passiert. Anzumerken ist auch noch, dass gegebenenfalls nicht alle Fixtures richtig gerendert werden. Mein Derby zum Beispiel sieht nur so aus. Meine UV-Leiste so. Das ist natürlich nicht, wie die tatsächlich aussehen. Es reicht aber erstmal, um sich ungefähr vorzustellen, was gerade an ist, welche Farbe es hat. Das liegt aber einfach daran, dass es für manche Fixtures keine anständigen Profile gibt. EasyView holt sich alle Daten, die es braucht, aus den Profilen für Dustlight. Wenn ihr da also merkt, dass euer Moving Head gar kein Moving Head ist in EasyView, habt ihr vielleicht ein falsches Profil genutzt. Da kann man am besten einfach mal online gucken. Es gibt von Dustlight eine große Library mit ganz vielen Profilen. Einfach mal durchgucken, was da passend ist.
Das war es dann auch schon mit dem kurzen Einstieg in EasyView 2, die Funktionsweise davon und wie ihr euer Bühnenbild ganz einfach und schnell in EasyView 2 nachbauen könnt. Ich denke, zur einfachen Visualisierung von Szenen sollte das auf jeden Fall reichen. Wenn noch irgendwelche Fragen offen sein sollten, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich versuche alles zu beantworten und mache gegebenenfalls nochmal ein Video drüber. Bis zum nächsten Mal und ciao.